Jeder Entwickler sollte seine Entwicklungsumgebung in- und auswendig können. Deswegen schauen wir uns in diesem Video einmal Xcode genau an, so dass du Xcode perfekt bedienen kannst und somit auch deine ersten Apps programmieren kannst. Mein Name ist Nico und wir fangen auch direkt an. Damit wir Xcode starten können, müssen wir natürlich Xcode erst einmal installieren. Hierfür braucht ihr aber unbedingt macOS, denn Xcode ist exklusiv für macOS, weil es von Apple ist und man auch nur auf macOS damit programmieren kann. Aktuell gibt es auch noch keine iPad-Version für Xcode. Wenn ihr auf dem iPad programmieren wollt, dann müsst ihr dafür Swift Playgrounds benutzen. Deswegen erfolgt die Installation auch ganz einfach über den App Store. Hier können wir einfach in der Suchleiste Xcode einfach eingeben und dann erscheint auch Xcode direkt schon als erstes Programm. Und dann können wir jetzt hier einmal auf Download klicken. In dem Falle habe ich Xcode jetzt schon einmal runtergeladen, habe aber gar noch nicht das neueste Update installiert. Deswegen steht jetzt hier noch aktualisieren. Wenn ihr Xcode dann heruntergeladen habt, erscheint das bei euch bei den Programmen. In dem Falle könnt ihr euch das natürlich dann auch ins Dock ziehen. Oder andernfalls starten wir Xcode jetzt einfach mal. Wenn Xcode gestartet hat, sehen wir einmal hier dieses Fenster. Wenn dieses Fenster bei euch nicht erscheint, könnt ihr auch alternativ Shift-Command-1 drücken. Damit öffnet ihr auch einmal dieses Fenster. Hier, das ist jetzt einmal unser Startscreen von Xcode. Hier können wir direkt nämlich Projekte anlegen oder bestehende Projekte öffnen. Wenn ihr schon bestehende Projekte habt, werden die nämlich bei euch hier rechts in dieser Liste angezeigt. Alternativ könnt ihr hier über Create New Project ein neues Projekt anlegen, Clone Git Repository. Hier könnt ihr ein Projekt von Git klonen, dazu kommen wir aber auch später nochmal, oder ein existierendes Projekt in eurem Finder öffnen. Alternativ, wenn ihr noch mehr Einstellungen möchtet, könnt ihr das Ganze auch unter File, New und hier haben wir dann noch einmal mehr Optionen, zum Beispiel ein Playground, ein Project, ein Package oder ein Workspace anlegen. Die zwei wichtigsten am Anfang für euch sind einmal Playground und Project. Bei einem Playground könnt ihr nämlich einzelnen Code von euch ausführen, ohne ein komplettes Projekt zu haben. Das ist nämlich schon mal sehr gut, um einfache Sachen zu testen, wie zum Beispiel eine Schleife oder eine if-Abfrage funktioniert. Wir schauen uns auch einmal an, wie das Ganze funktioniert. In dem Falle klicken wir jetzt einfach mal auf Playgrounds und dann können wir uns bei Xcode oft immer ein Preset auswählen, zum Beispiel Blank, ein Spiel, eine Map oder eine Single View und wir können hier oben auch noch zwischen Betriebssystemen unterscheiden. In dem Falle bei einem Playground haben wir aktuell nur die Auswahl zwischen iOS und macOS. Zu den anderen Betriebssystemen komme ich gleich noch. Ich mache jetzt hier einfach mal Next und dann öffnet sich einmal unser Finder und wir können einen Ordner auswählen, wo wir unser Projekt speichern können. Beziehungsweise jetzt in dem Falle unseren Playground. Ich habe dafür jetzt immer einen extra Programmieren-Ordner, wo ich dann nochmal verschiedene Unterordner habe, wo ich meine Projekte drin habe. Ich habe unter anderem auch einen Wegwerf-Projekte-Ordner, wo schon mal so Testprojekte, so wie jetzt dieses für YouTube reinkommen, die ich dann am Ende einfach immer bedenkenlos löschen kann. Hier oben können wir einen Namen eingeben. In dem Falle nenne ich das jetzt auch einfach mal Test YouTube. So. Und klicke dann auf Create. In dem Falle haben wir jetzt einen Playground angelegt. Wie Swift an sich jetzt funktioniert, das werde ich nicht in diesem Video besprechen, sondern hier konzentrieren wir uns nur auf Xcode. Wenn ihr euch aber auch für Swift interessiert, habe ich ein Anfänger-Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch jetzt gerade oben in der Infokarte. Das könnt ihr euch dann einmal anschauen. Deswegen schließe ich jetzt auch einmal den Playground und kann jetzt auch einmal den Finder öffnen. Und wenn ich jetzt den Ordner öffne, sehen wir jetzt auch, dass unser Playground angelegt wurde. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf machen würde, könnte ich das auch direkt wiederum in Xcode öffnen. Schauen wir uns als nächstes das Create New Project an. Das ist nämlich minimal komplizierter, aber jetzt nicht sonderlich. Wir klicken jetzt einmal hier drauf und wir haben jetzt sehr viel mehr Auswahloptionen, wie unser Projekt aussehen soll. Wir können jetzt hier einmal aussuchen zwischen iOS, macOS, watchOS, tvOS, DriverKit und noch andere Sachen. In dem Falle bleibe ich jetzt einfach mal bei iOS und wähle jetzt einmal eine App aus. Wir haben hier aber auch noch sehr viele andere Optionen, die ihr euch dann anschauen könnt. Wir klicken einmal auf Next und wir können jetzt hier auch einmal einen Produktnamen auswählen. In dem Falle mache ich jetzt hier nochmal Test YouTube. Dann können wir hier ein Team auswählen. Das ist dann später relevant, wenn ihr es zum Beispiel im App Store veröffentlichen wollt oder zum Beispiel auf euer echtes Gerät exportieren wollt. Für den Anfang braucht ihr dafür jetzt aber erstmal kein Team auszuwählen. Dann könnt ihr hier einen Organization Identifier hinterlegen. Das ist normalerweise eure Domäne, aber umgekehrt geschrieben. Also wenn eure Domäne apple.com ist, dann würdet ihr jetzt hier com.apple schreiben, euer Produktname. Wenn ihr aber keine Domäne habt, könnt ihr jetzt hier auch irgendetwas random reinschreiben. Das ist am Anfang auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Dann könnt ihr hier verschiedene Interfaces auswählen. Zum Beispiel, ob ihr mit UIKit oder mit Swift UI programmieren wollt. In dem Falle gibt es jetzt hier auch schon gewisse Presets, die man dann auswählen kann. Ich lasse jetzt hier einmal Swift UI. Genauso können wir jetzt hier noch eine Sprache auswählen.
Aktuell haben wir jetzt hier nur Swift zur Verfügung. Zusätzlich können wir hier auch noch ein Preset auswählen, wenn wir Daten speichern wollen über Swift Data oder Core Data. Das würde ich euch aber auf jeden Fall nicht empfehlen, denn dort wird zu viel Code angelegt und anstatt den ganzen Code rauszulöschen, würde ich ihn dann einfach manuell immer von neu anlegen. Zu Swift Data und Core Data habe ich auch schon Tutorials gemacht. Die werden jetzt gerade auch in der Infokarte verlinkt. Die könnt ihr euch anschauen und dann einfach direkt manuell programmieren. Ist sehr viel einfacher als ein Preset hier zu nehmen. Außerdem haben wir jetzt hier unten auch noch 2 Checkboxen, wenn wir das Ganze in CloudKit hosten wollen oder direkt Unit-Tests anlegen wollen. Das würde jetzt aber auch ein bisschen den Rahmen vom Video sprengen, deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein, weil man es am Anfang auch normalerweise nicht benötigt. Klicken wir einmal auf Next. Jetzt haben wir auch wieder einen Ordner zur Auswahl, wo wir unser Projekt speichern können. Ich würde euch auf jeden Fall halt wirklich empfehlen, irgendwo einen eigenen Programmierordner anzulegen und nicht irgendwo auf dem Desktop zu speichern. Das wird schnell unübersichtlich und wenn ihr eure Projekte backuppen wollt, könnt ihr einfach nur diesen einen Ordner backuppen und müsst nicht überall in eurem kompletten System irgendwelche Projekte zusammensuchen. Außerdem, auch ganz wichtig, hier unten können wir direkt ein Git-Repository auf unserem lokalen Mac anlegen. Wenn ihr größere Projekte macht, würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Ich hake es jetzt nämlich auch mal an, weil später im Video komme ich nochmal genauer dazu. Auch wie ihr euer Projekt mit GitHub verbinden könnt und somit euer Projekt mit anderen Programmierern teilen könnt. Ich klicke dann einmal auf Create und unser Projekt wird angelegt und wir wechseln auch einmal in den Fullscreen. Natürlich das Wichtigste zuerst, was auch für jeden Programmierer relevant ist, wenn nämlich Xcode bei euch im Light Mode ist, könnt ihr hier oben auf Xcode gehen, dann Settings und jetzt könnt ihr hier eine Appearance auswählen, entweder Dark oder Light und könnt außerdem bei Themes noch einen spezielleren Theme auswählen, um euch Xcode etwas zu personalisieren. Wenn ihr nämlich jetzt Xcode an eure Bedürfnisse angepasst habt, können wir nämlich jetzt einmal weitermachen und uns einmal Xcode etwas genauer anschauen. Um einmal unseren Project Browser zu öffnen, können wir hier oben links einmal auf dieses Symbol klicken, dann öffnet sich hier links einmal die Seite und wir haben jetzt hier verschiedene Registerkarten zur Auswahl. In dem Falle ganz links, der Aktenordner, ist einmal unser Project Browser. Hier haben wir einmal unsere Projektdatei und alle Dateien, die in unserem Projekt inkludiert sind. Hier unten können wir einmal auf das Plus gehen und zum Beispiel eine neue Datei anlegen oder alternativ hier oben unter File New und dann unter File eine neue Datei anlegen oder wer Shortcuts mag, was ich natürlich jedem empfehlen würde, weil es einiges schneller ist, Command N drücken. Hier haben wir jetzt auch schon ein Preset an verschiedenen Dateien. Zum Beispiel, wenn wir eine neue View anlegen wollen, können wir unsere SwiftUI View hier auswählen und klicken dann auf Next und haben jetzt auch noch das gleiche zur Verfügung. Wir können jetzt hier wieder einmal einen Dateinamen hinterlegen und dann auf Create drücken und dann wird eine Datei angelegt und automatisch hinzugefügt zu unserem Projekt. Hier rechts sehen wir auch den aktuellen Zustand von der Datei. Zum Beispiel M bedeutet Modified, A steht für Edit. Das hat mit Git zu tun, dazu kommen wir auch später nochmal zu sprechen, denn wenn ihr ein Git-Repository auf eurem Mac habt, zeigt euch Xcode auch immer die aktuellen Änderungen an, aber wie gesagt, dazu später im Video. Dann, wenn ihr in SwiftUI programmiert, habt ihr hier rechts immer eine Preview zur Verfügung. Falls diese bei euch nicht angezeigt wird, könnt ihr hier oben einmal auf das Symbol klicken und einmal Canvas ein- ausschalten oder alternativ mit Option, Command und einmal die Enter-Taste. Damit könnt ihr die Preview ein- und ausschalten. Genauso wie bei der Minimap. Ihr könnt hier einmal eine Minimap ein- und ausblenden. Die Minimap ist nämlich einmal hier ein Bereich, wo wir unseren Code minimiert sehen können und uns somit besser zurechtfinden können, wo wir uns gerade befinden. Bei der Preview haben wir auch einmal verschiedene Auswahlfunktionen. Zum Beispiel können wir hier unser Gerät anpassen, ob es sich gerade in der Light oder in der Dark Appearance findet oder zum Beispiel, ob es gerade rotiert ist. Zum Beispiel hier kann ich jetzt einmal auswählen, wie es gerade rotiert ist und mir somit direkt die App anschauen. Hier unten können wir das Gerät außerdem wechseln. In dem Falle könnte ich jetzt zum Beispiel auch auf ein iPad wechseln und in dem Falle würde jetzt die Preview mit einem iPad anzeigen. Das lädt jetzt immer einen Moment und wir sehen jetzt hier nämlich auch einmal unser iPad. Wir können über verschiedene Buttons hier auch einmal ranzoomen oder auch auf die maximale Größe setzen, ohne dass etwas abgeschnitten wird. Damit das jetzt aber nicht so groß ist, wechsle ich einmal wieder zurück auf ein iPhone. Die Preview ist außerdem eine interaktive Preview. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Button haben mit Drück mich, dann kann ich den jetzt auch betätigen. Und wenn er irgendeine Aktion hat, wird diese auch tatsächlich ausgeführt. Also wenn ich jetzt hier halt zum Beispiel draufdrücken würde und es soll sich ein neues Fenster öffnen, dann öffnet sich auch tatsächlich das neue Fenster, sobald ich auf den Button drücke. Ich kann aber auch Konsolenbefehle ausgeben, wie zum Beispiel ein Print Hello World. Wenn ich jetzt auf Drück mich drücke,
wird es auf der Konsole ausgegeben. Die Konsole finden wir nämlich einmal hier unten rechts. Da kann ich einmal hier auf diesen Button drücken und kann jetzt einmal entweder die Konsole von der Preview auswählen oder von dem Simulator, zu dem wir jetzt gleich kommen werden. In dem Fall sehen wir jetzt, hier steht jetzt einmal Hello World, weil ich jetzt gerade auf den Button gedrückt habe. Wir können aber auch unsere App auf einem Simulator testen oder direkt auf unserem echten Gerät. Ich zeige euch jetzt einmal den Simulator. Dafür können wir nämlich hier oben einmal ein iPhone auswählen, womit wir unseren Code testen können. Wir haben einmal alle iPhones zur Verfügung, die es gibt, beziehungsweise die irgendwie kompatibel sind mit der jeweiligen iOS-Version natürlich. Und könnte jetzt hier zum Beispiel einfach ein iPhone 15 Pro auswählen. Und wenn ich jetzt hier oben auf den Play-Button drücke oder alternativ Command-R drücke, wird einmal unsere App kompiliert und auf den Simulator geworfen. Den Simulator finden wir dann einmal auf den Homescreen, und zwar nämlich dann einmal hier. Und hier ist jetzt ein vollwertiges iPhone, was wir benutzen können. Hier sind auch ein paar vorinstallierte Apps, um Sachen zu testen. Zum Beispiel hier auch einmal unsere App. Wir können hier oben das iPhone rotieren, einen Screenshot machen, den Home-Button benutzen. Wir können auch alternativ mit Command-R eine Aufnahme starten. Damit könnt ihr nämlich dann einmal eure Fehler zum Beispiel hier recorden und dann einer anderen Person schicken, wenn ihr zum Beispiel einmal nicht weiter wisst. Und die Aufnahme natürlich dann auch beenden und diese erscheint dann bei euch auf dem Homescreen und ihr könnt die dann irgendwo hin verschieben. Wenn wir gerade einmal beim Simulator sind, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist nämlich auf euren Speicherverbrauch von eurer Festplatte bzw. von eurer SSD, denn Xcode ist eine echte Datenkrake, die sammelt überall Daten, weil natürlich jeder Simulator braucht eine iOS-Version, einmal natürlich den Simulator selber und Xcode legt auch noch sehr viele andere Caches an. Das heißt, besonders wenn ihr eine kleine SSD habt in eurem MacBook, wird die extrem schnell voll. Deswegen einmal ein paar kleine Tricks, wie ihr euren Mac clean halten könnt. Dafür könnt ihr nämlich einmal in eure Einstellungen von eurem MacBook gehen. Geht dann unter Allgemein und dann unter Speicher. Und wenn euer Speicher geladen hat, sehen wir hier einmal Entwickler. Und wir können jetzt hier einmal auf i klicken. Und wir sehen jetzt hier schon einmal Xcode Caches, Indexe des Projektes. Und hier sehen wir auch einmal aktuelle iOS-Versionen und Simulatoren, die hier installiert sind. Den Xcode Cache könnt ihr zum Beispiel ohne Probleme löschen, genauso wie Bilddaten und Indexe des Projektes und auch später Simulatoren, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr diese nicht mehr braucht. Es bringt natürlich das jetzt nicht irgendwie stündlich oder sowas zu löschen, denn ansonsten muss Xcode natürlich die Caches wieder anlegen, aber alle paar Wochen kann man da schon mal durchgehen und diese löschen. Andernfalls findet ihr auch im App Store den Dev Cleaner, ist jetzt hier natürlich nicht gesponsert, sondern hier ist auch ein Tool, womit ihr einmal eure Xcode-Daten sauber löschen könnt und somit euren Speicherverbrauch gering haltet. Ihr könnt jetzt aber nicht nur die virtuellen Simulatoren auf eurem MacBook benutzen, um Apps zu testen, sondern auch echte Geräte und zum Beispiel euer echtes iPhone oder iPad. Dafür könnt ihr das hier oben auch einfach auswählen und dann kompilieren und dann auf euer iPhone exportieren. Ihr müsst hier aber ein paar Einstellungen setzen. Das habe ich hier oben schon mal in dem Video erklärt. Könnt ihr euch dann im Anschluss anschauen. Denn man muss hier erst ein paar Berechtigungen freigeben, so dass ihr damit auch keinen Unfug macht. Ist aber an sich nicht schwierig, aber ist in diesem Video nochmal etwas genauer erklärt. Dann gehen wir hier oben einmal die Funktionen in diesen Registerkarten durch. Wir haben ja hier schon einmal den Ordner besprochen, wo euer Projekt ist. Ihr könnt hier neben einmal euer Repository sehen. Hier könnt ihr nämlich einmal alle eure Änderungen seit dem letzten Commit sehen und natürlich auch eure Repositories einmal anschauen. Und hier nochmal ein paar weitere Informationen von Git sehen. Dazu aber wie gesagt halt gleich mehr. Dann finden wir daneben einmal die Bookmarks. Ihr könnt nämlich einmal euch Lesezeichen setzen in eurem Code. Zum Beispiel, wenn ihr einmal eure Zeile markieren wollt mit etwas, könnt ihr hier einmal einen Sekundärklick drauf machen. Also einmal mit 2 Fingern auf das Touchpad oder bei der Maus die rechte Taste einmal berühren. Und dann könnt ihr hier einmal ein Lesezeichen in der jeweils ausgewählten Zeile setzen oder für die komplette Datei ein Lesezeichen setzen. Ich mache das jetzt einmal für die Zeile und jetzt haben wir hier einmal ein Lesezeichen, was wir hier angezeigt bekommen. Wir können jetzt hier noch verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel hier eine Beschreibung hinzufügen bei Edit Description oder natürlich auch wieder löschen oder kopieren. Auf der nächsten Registerkarte haben wir einmal die Suche. Diese erreichen wir auch mit Command F für die jeweilige Datei oder mit Command Shift F fürs komplette Projekt, wo wir dann hierhin navigiert werden. Hier können wir nämlich nach einem Text suchen, zum Beispiel nach Hello World. Und wenn ich jetzt Enter drücke, wird danach einmal gesucht. In dem Falle findet ihr jetzt auch einmal den Printbefehl Hello World. Wir haben hier auch noch mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten.
zum Beispiel, dass Groß- und Kleinschreibung ignoriert wird, Containing, Matching Word, Starts with, End with, Text, Regular Expressions, Symbols und noch viele andere Sachen. Also eine sehr gute Suche schon mal, um Code zu finden. Auf der nächsten Registerkarte haben wir einmal Warnings oder einmal Fehlermeldungen. Wenn ihr zum Beispiel euren Code nicht kompilieren könnt, werden hier einmal alle Fehler angezeigt, die Xcode gefunden hat. Auf der nächsten Registerkarte sehen wir dann einmal eure Tests. Wenn ihr Unit-Tests hinterlegt habt, könnt ihr diese hier ausführen. Zu Unit-Tests habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr jetzt oben auch einmal in der Infokarte verlinkt. Auf der nächsten Registerkarte könnt ihr euch einmal die aktuellen CPU, RAM-Werte, Disk- und Netzwerk-Traffic ansehen. In dem Falle ist das gerade von eurem laufenden Simulator. Wichtig ist, er muss laufen, ansonsten wird das jetzt nicht angezeigt. Und hier können wir jetzt einmal unseren CPU-Verbrauch sehen, unseren Speicherverbrauch und halt wie oft auf die Festplatte zugegriffen wird. Wenn man größere Apps baut, ist das sehr interessant, um dort mehr Erkenntnisse zu sehen. Auf der nächsten Registerkarte sehen wir einmal alle unsere Breakpoints. Mit Breakpoints kann man debuggen. Dazu kommen wir auch später nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diese Printzeile einen Breakpoint setze, wird mir dieser hier einmal angezeigt. Wie schon einmal gesagt, wenn ich an eine Zeile klicke, wird der Breakpoint einmal aktiviert. Mit einem Sekundärklick können wir diesen auch disablen. Er bleibt hier also noch in der Zeile, ist aber halt ausgeschaltet, oder ich kann auch wieder löschen, indem ich hier nochmal einen Sekundärklick drauf mache und einmal Delete Breakpoint klicke. Und auf der letzten Registerkarte haben wir einmal unseren Report. Hier können wir einmal alles sehen, was wir mit unserem Projekt gemacht haben, also wann wir etwas gebaut haben, wann Tests gelaufen sind, ob die Tests fehlgeschlagen sind. Zum Beispiel gerade eben, als ich den Kompilierfehler eingebaut habe, wurde das Ganze hier einmal notiert, dass es halt hier einen Fehler gab. Und ich kann mir das hier nochmal detailliert anschauen, was fehlgeschlagen ist. Damit eure App nicht die ganze Zeit auf eurem Simulator läuft, können wir das hier oben auch über den Stop-Button auch wieder ausschalten. Das gerade noch einmal nebenbei gesagt. Dann machen wir nämlich einmal weiter mit Git. Erst einmal, wie es lokal auf diesem MacBook funktioniert und dann einmal, wie es remote funktioniert. Wir sehen hier schon einmal diese blauen Pfeile. Hiermit sehen wir, dass sich an dieser Stelle etwas geändert hat. In dem Falle habe ich ja einen Button hinzugefügt und ein Print Hello World hinzugefügt. Wenn mir die Änderungen nicht gefallen, kann ich diese auch reverten, also Discard Change machen, und die Änderung wird einmal reverted. Das gilt natürlich jetzt hier in der UI nur seit eurem letzten Commit, die Änderungen. Die Änderungen davor könnt ihr nicht direkt erstmal rückgängig machen, zumindest nicht jetzt hier über diese UI. Und wenn ich jetzt hier wieder irgendwas hinzufüge, ich schreibe jetzt hier irgendwas hin, dann sehen wir wieder, dass der hier einmal Änderungen erkennt, und diese kann ich jetzt auch einmal löschen. Wenn ich jetzt aber einmal einen Stand erreicht habe, mit dem ich zufrieden bin, zum Beispiel schreibe ich jetzt hier einmal Hallo YouTube rein, dann kann ich die Änderung committen. Das kann ich hier oben einmal auf Integrate und klicke dann einmal auf Commit. Jetzt werden mir hier auch nochmal alle Änderungen angezeigt, die ich gemacht habe. In dem Falle habe ich jetzt einmal Text Hello World zu Text Hello YouTube geändert. Außerdem ist jetzt auch noch die Projektdatei verändert, weil ich eine neue Datei hinzugefügt habe. Aber an sich wird jetzt hier nochmal einmal alles angezeigt. Wenn ich alle Änderungen committen möchte, kann ich einmal auf Stage All klicken. Ich wähle also einmal alle Änderungen aus. Das wird jetzt auch hier links sichtbar, denn die Buttons sind jetzt einmal so grün hinterlegt, beziehungsweise jetzt mit einer vollen Farbe hinterlegt. Wenn ich die nicht ausgewählt habe, sind diese halt hier so halb transparent. Ich mache jetzt aber mal einmal Stage All. Ich kann jetzt hier noch eine Commit-Message hinzufügen, zum Beispiel einmal Test. Sollte natürlich, wenn ihr jetzt hier ein Commit macht, etwas detaillierter sein, was ihr in diesen Änderungen gemacht habt. Ihr könnt auch nur einzelne Änderungen auswählen. Zum Beispiel, wenn ich die Breakpoint-Liste nicht mit committen möchte, kann ich auch einmal Unstage Changes machen, also diese Änderung nicht mit auswählen, und mache jetzt einmal nur die 3 anderen Dateien, beziehungsweise anderen 4 Dateien. Wenn ich dann einmal soweit bin, dann werden mir dann auch nochmal die Änderungen angezeigt, wie sie dann tatsächlich in dem Commit waren, und ich kann das schließen. Wenn ich jetzt nochmal vergangene Commits sehen möchte, kann ich das unter Repositories, Branches, mein Main Branch auswählen und kann mir jetzt hier einmal die Commits anschauen und zum Beispiel mit einem Doppelklick öffnen und kann dann nochmal sehen, was ich gemacht habe. Das ist halt schon mal sehr praktisch, wenn man sich einmal Code anschauen möchte, wie der in der Vergangenheit war oder mit mehreren Leuten teilen möchte. Das ist nämlich jetzt die perfekte Überleitung, wie du deinen Code, also dein Projekt in dem Falle, mit anderen Benutzern teilst. Und zwar brauchst du dafür eine Plattform, worüber du den teilst. In dem Falle kann ich da GitHub empfehlen,
könnt also einfach auf github.com gehen. Dort könnt ihr nämlich einmal Projekte erstellen und könnt dann einmal euren Code mit anderen darüber teilen. Ihr müsst euch dafür natürlich hier einen Account anlegen, ist natürlich jetzt hier auch nicht gesponsert. Wenn du dir jetzt einen GitHub-Account angelegt hast, können wir auch GitHub erstmal wieder schließen, müssen aber gleich nochmal dahin gehen, denn jetzt müsst ihr euch mit Xcode mit eurem GitHub-Account einloggen. Dafür geht ihr auch wieder auf Xcode, dann einmal auf Settings, dann auf Accounts und jetzt könnt ihr hier unten links auf das Plus drücken und könnt einmal einen GitHub-Account hinzufügen, geht einmal auf Continue und könnt euch jetzt hier einmal mit euren Sachen einloggen. Dafür könnt ihr euch jetzt hier einmal mit eurem Benutzernamen einloggen und müsst euch jetzt einen Personal Access Token erstellen. Damit könnt ihr einmal nochmal den Zugriff auf gewisse Projekte und so etwas beschränken. Ich gehe jetzt hier nicht sehr detailliert ein, sondern mache jetzt einmal nur die Standardsachen. Dafür müssen wir nämlich einmal zurück in GitHub gehen. Klickt einmal hier auf euer Profil, geht dann einmal in Settings rein, geht dann einmal nach hier unten auf Developer Settings, einmal auf Personal Access Token. Ich mache jetzt einmal Tokens Classic und geht jetzt auf Generate New Token. Macht dann einmal Generate New Token Classic. Ich muss mich jetzt gerade noch einmal einloggen. Könnt jetzt hier noch einmal eine Notiz hinzufügen, für was ihr diesen Token benutzen wollt. Ich mache jetzt hier einmal wieder Test YouTube, das ist jetzt hierfür egal. Denn ihr könnt zum Beispiel jeden Token mit einem bestimmten Projekt versehen. Und wenn jemand einen Token von euch herausfindet, hat er nicht automatisch direkt Zugriff auf alle Projekte, sondern nur halt dann auf dieses eine, um den Schaden schon mal etwas einzugrenzen. Könnt jetzt auch noch auswählen, wie lange euer Token gültig sein soll. Ich mache jetzt einfach mal 30 Tage und alle 30 Tage muss ich dann einen neuen Token anlegen, halt auch alles aus Sicherheitsgründen. Dann sagt auch Xcode, welche Sachen wir mindestens haben müssen. In dem Fall hier diese Sachen. Ich spiele jetzt hier einmal alle Sachen bei Repository aus, müssen einmal bei Admin Public Key auswählen, einmal bei User alles, einmal die Write Discussion und können dann außerdem auf Generate Token klicken. Dieser Token ist natürlich extrem vertraulich, deswegen ist jetzt hier auch geblurrt, weil ansonsten könnte sich jetzt jeder auf mein GitHub einloggen, beziehungsweise diese Projekte dann manipulieren. Ihr könnt diesen Token jetzt kopieren und geht jetzt einmal in Xcode rüber und entert den jetzt einmal hier, klickt dann einmal auf Sign In und das Ganze sollte dann auch eigentlich funktionieren. Könnt jetzt einmal hier das wieder schließen, die Settings, geht dann einmal wieder auf Source Control drauf, Repositories, dann bei Remotes, macht einen Sekundärklick drauf und könnt jetzt hier ein neues Remote anlegen, in dem Fall jetzt New Test Remote. Hier seht ihr jetzt auch nochmal den Account, wer ihr heißt, könnt ihr jetzt auch mal eine Description hinzufügen und auch einmal sagen, ob das Repository Public oder Private sein soll und auch was der Remote Name ist, in dem Fall jetzt Origin ist eigentlich der Standardname. Und wenn ihr jetzt alles eingestellt habt, könnt ihr auf Create klicken und nun habt ihr euer Repository mit einem Remote verbunden. Denn wenn ihr jetzt wieder auf euer Dashboard geht, seht ihr jetzt hier auch einmal euer Testprojekt einmal angelegt. Und wir haben jetzt außerdem auch direkt unsere History von bevor wir unser Origin-Projekt hier angelegt haben. Das wird alles hier mitkopiert. Ich mache jetzt nochmal ein kleines Beispiel. Zum Beispiel Hallo GitHub. Gehe jetzt hier oben auf Integrate, mache ein Commit, schreibe in den Commit-Namen Hallo GitHub und kann jetzt nicht nur Commit machen, sondern kann auch Commit and Push machen. Denn nur bei Commit wird es nur lokal committed auf unserem MacBook und wenn ich Push mache, werden die Änderungen automatisch an GitHub gesendet. Commit and Push. Stage All und Commit hat jetzt gerade Stage All nicht ausgewählt und ich kann jetzt auch nochmal ein Remote auswählen. In dem Falle ist das jetzt einmal unser Origin und drücke auf Push. Hier werden mir jetzt nochmal die Änderungen angezeigt. Das gleiche sehe ich natürlich jetzt auch einmal bei GitHub, wenn ich hier einmal auf Aktualisieren klicke. Jetzt sehe ich hier einmal meinen letzten Commit-Text, Hallo GitHub, und kann mir jetzt auch nochmal die Sachen anschauen, die sich geändert haben. In dem Falle hier hat sich einmal SwiftUI View geändert und kann mir jetzt hier auch nochmal den Code anschauen. Wenn jetzt jemand anders in euer Repository reincommittet und ihr einmal die Änderungen haben wollt, könnt ihr hier oben auf Integrate gehen und einmal auf Pull gehen, könnt jetzt hier wieder den Origin auswählen, von wo aus die Änderungen geladen werden sollen und könnt dann einmal auf Pull klicken. Und euer Code wird dann aktualisiert, so wie halt der Stand bei eurem Origin Branch ist. Dann, last but not least, schauen wir uns einmal das Debuggen an, was auch extrem wichtig ist und was jeder Programmierer sehr gut können sollte. Denn mit Debuggen können wir Fehler in unserer App genauer finden, beziehungsweise nicht genauer finden, sondern besser finden. Und dafür brauchen wir Breakpoints. Ich hatte ja schon eben erklärt, dass wir einen Breakpoint in eine Zeile setzen können,
indem wir auf diese Zeile draufklicken und auch wieder über einen Sekundärklick löschen können. Und was macht jetzt genau unser Breakpoint? Wie schon der Name Breakpoint sagt, ist es ein Haltepunkt und wenn unser Programm diese Stelle erreicht, hält unser Programm an dieser Stelle an. Starten wir also einmal unsere App. Ich habe jetzt hier einmal einen Button vorbereitet, der etwas berechnet und dann auf der Konsole ausgibt. Wenn ich jetzt auf Drückmisch drücke, hält einmal unser Programm in der Zeile 13 an, denn hier haben wir einen Breakpoint reingesetzt und wir haben jetzt hier unten verschiedene Controls, mit denen wir zum Beispiel weitergehen können. Generell kann ich mir jetzt beim Debuggen alle Variablen einmal anschauen, was sie für einen Wert haben. Aktuell geht das natürlich noch nicht, denn wir befinden uns aktuell in Zeile 13 und zwar bevor Zeile 13 ausgeführt wurde. Das heißt, unsere Variable existiert noch gar nicht und kann mir deswegen noch keinen Wert anschauen. Deswegen gehe ich jetzt eine Zeile weiter. Dafür benutze ich hier unten diesen Step-Over-Button und kann damit jetzt in Zeile 14 springen. Das heißt, die Zeile 13 wurde gerade ausgeführt und wenn ich jetzt über die Zahl hover, kann ich mir einmal den Wert von Zahl anschauen. Zeile 14 wurde jetzt noch nicht ausgeführt, sondern mache jetzt einmal einen Step-Over und jetzt befinden wir uns in Zeile 15 und ich kann mir einmal die Ergebnisse von Zeile 14 anschauen. Jetzt weise ich Zahl 1 einmal einen neuen Wert hinzu, und zwar einmal 20. Aktuell befindet sich noch der Wert 5 in der Zahl 1. Wenn ich jetzt aber eins weitergehe, befindet sich einmal die 20 in der Zahl 1. Hier unten kann ich mir jetzt auch nochmal beide Zahlen einmal anschauen, welche Werte die haben, indem ich einmal drüber hover. Mit Step Into und Step Out kann ich auch nochmal einen Schritt reingehen, wenn hier zum Beispiel eine Methode aufgerufen wird, oder mit Step Out in dem Falle wieder aus der Methode rausgehen und uns die höhere gelegene Methode anschauen, von wo aus die aufgerufen wurde. Wenn ich mir einmal alle Werte angeschaut habe, kann ich auch hier links mit diesem Play-Button einmal wieder weiter das Programm abspielen und es geht normal weiter, beziehungsweise er springt zum nächsten Haltepunkt, wenn noch ein Haltepunkt kommt. Das waren jetzt einmal die wichtigsten Funktionen von Xcode für 2024. Ich hoffe, ihr konntet hierbei neue Funktionen für euch entdecken, damit ihr einfacher eure Projekte bearbeiten könnt. Wenn du jetzt noch nach einem Swift-Tutorial suchst, damit du anfangen kannst, Apps zu programmieren, da blende ich dir jetzt hier einmal ein Video ein. Damit kannst du direkt weitermachen, um deine ersten Apps zu programmieren.